Moin, ich bin Luisa und wir machen heute mal zusammen Stockbrotteig und dann dürft ihr nachher am Feuer zusammen mit Johannes noch das Stockbrot machen. Bevor wir anfangen, ist ganz wichtig, dass wir uns einmal die Hände gründlich waschen. Für den Stockbrotteig braucht ihr eine Packung Mehl, ist ganz egal was für Mehl, habe ich schon mal komplett reingefüllt. Dann brauchen wir 4 Esslöffel Öl, also einen großen Löffel. Da füllt ihr jetzt einfach 4-mal am besten irgendein Pflanzenöl, also zum Beispiel Sonnenblumenöl. 4 Esslöffel rein. Dann braucht ihr so eine kleine Packung Backpulver. Wir im Abi haben immer so große Tüten, da braucht ihr euch nicht wundern. Eine kleine Packung Backpulver reicht aber für eine ganze Packung Mehl. Einfach oben drauf, hier drin. Dann brauchen wir 500 Milliliter Milch. Nehmt euch einen kleinen Messbecher, wo ihr 500 Milliliter abmessen könnt. Und dann kommt die Milch auch zu unserem Mehl. Genau, und jetzt könnt ihr, je nachdem wie ihr euer Stockbrot am liebsten mögt, entweder noch ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker. Ihr könnt auch Pizzagewürz mit reinmachen oder sogar ein bisschen Kakao, wenn ihr gerne Schokostockbrot mögt. Wir machen das heute einfach mal ganz klassisch. Ich mache einfach noch 3 Esslöffel Zucker mit rein und dann noch eine Prise Salz. So, und jetzt müsst ihr das Ganze nur noch kneten. Ihr habt euch ja gerade frisch die Hände gewaschen, deswegen könnt ihr direkt mit euren Händen rein. Erstmal alles gut vermengen und jetzt richtig schön kneten. Der Teig ist am besten, wenn er gar nicht mehr an euren Fingern klebt. Am Anfang ist er natürlich sehr klebrig und dann müsst ihr einfach das, was immer an euren Fingern ist, zwischendurch wieder abmachen und in den großen Teig mit ranmachen. Wenn ihr dann das Gefühl habt, der klebt immer noch total an euren Händen, dann müsst ihr einfach noch ein bisschen Mehl dazugeben. Wenn ihr aber das Gefühl habt, der ist viel zu trocken, also der klebt gar nicht zusammen, dann müsstet ihr einfach noch ein bisschen Milch oder auch ein bisschen Öl noch dazugeben. Der Teig sieht jetzt eigentlich schon ganz gut aus. Wenn ihr das Gefühl habt, der ist super, dann knetet einfach noch ein bisschen weiter. Der muss gut durchgeknetet sein. So, wenn ihr dann euren Teig fertig habt, dann seht ihr, der klebt nicht mehr an meinen Händen. Jetzt kann er einfach wieder zurück in die Schüssel. Entweder ihr macht den jetzt direkt am Feuer oder ihr lasst ihn auch noch eine Stunde stehen, das ist ganz egal. Und ja, schon habt ihr euren Stockbrotteig. Das ist Johannes. Frage. Wir versuchen euch heute zu zeigen, wie wir Stockbrot machen. Genau. Luisa hat ja schon den Teig vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch kneten und genau, das Stockbrot an Stock machen. Ja. Erste Sache ist, wie gesagt, könnt ihr mal hier so die Stöcke anschauen. Wenn ihr zum Abi kommt, dann liegen hier ein paar Stöcke rum und die sind mehr oder weniger gut oder nicht gut. Und wenn ihr euch einen ausgesucht habt, zum Beispiel diesen hier, dann kann man sehen, der ist komplett schwarz. Dann gibt er das entweder HG oder Johannes und dann machen wir für euch die vordere Spitze wieder passend. Ja, super. Und wenn man da genau hinguckt in die Kamera hier, dann kann man sich hier angucken. Manchmal sind auch noch so Reste vom letzten Mal dran. Und auch die ist es schön, wenn wir die abmachen. Genau. Ja. Und jetzt haben wir hier einen halbwegs brauchbaren Stock und hier noch einen. Und im nächsten Schritt wäre jetzt angesagt, dass wir den Teig uns gleich holen und dann da dran kleben. Aber bevor wir mit Teig zusammenarbeiten, werden Johannes und ich jetzt erstmal uns die Hände waschen. Danke. In der Küche, jetzt waschen wir uns einmal die Hände. Mit ein bisschen Wasser. Seife dazu natürlich. Und ordentlich verteilen. Mit unseren Händen gehen wir jetzt zum Lagerfeuer.
Ja, jetzt sind wir dabei, uns mit dem Stockbrot zu beschäftigen und das da dran zu kneten. Und da gibt es unterschiedliche Techniken. Ich persönlich liebe die Technik, ich hole mir was da raus. Ja. Und ja, knete das einfach ganz einfach da drum. Und dabei ist wichtig, dass man nicht so dick dran knetet, weil wenn man dickes Stockbrot viel, heißt, dass es ewig lange dauert, bevor unser Stockbrot gar wird. Das heißt, es geht darum, es dünn zu machen. Und da kann man sich noch, und eigentlich soll die Spitze nicht rausgucken, das tut sie hier gerade auch nicht. Ja, und schwuppdiwupp. Wie gesagt, und wir machen das so. Am schönsten ist natürlich, du machst dein Stockbrot selber dran, aber wenn es gar nicht geht, helfen wir dir auch dabei. Und Johannes zeigt uns jetzt eine andere Technik. Ja, genau. Ich mache das lieber, indem ich mir ein Stück nehme vom Teig. Dann mache ich daraus so eine Wurst. Schön lang und gleichmäßig. So, und dann mache ich das hier vorne an die Spitze und dann wickel ich das da ganz locker drumherum. So, das dann. So. Und noch einmal. Und wichtig ist, dass man das dann am Ende nochmal so ein bisschen festdrückt. So, dann hat man das schön gleichmäßige Stockbrot. Und ich gebe zu, das sieht am Ende auch ein bisschen schöner aus, wenn man das so macht. Da ist wirklich gerne so. Ja. Genau, jetzt haben wir hier das gewickelte Stockbrot quasi und wir halten das über die Glut, damit das nicht so schnell verbrennt. So wird das nämlich ganz langsam gleichmäßig goldbraun hoffentlich. Genau, und umso näher man das Stockbrot jetzt an die Glut hält, umso schneller geht das Ganze. Genau, das ist der Zaubertrick. Es geht darum, es nahe an die Glut zu halten. Und es geht darum, dass wir tatsächlich, die das zu Hause nachmachen wollen, wirklich auch Glut hat. Das heißt, wir haben hier kein offenes Feuer, sondern wenn du deine Hand hier drüber hältst, dann ist das hier ganz, ganz schön heiß. Und dann geht das auch ganz schön schnell. Genau. Man kann das jetzt halt auch die ganze Zeit halten oder man ist schlau und bastelt sich eine kleine Konstruktion. Dann kann man das auch einfach alleine stehen lassen. Und während Johannes Stockbrot hier arbeitet, zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, was man eigentlich nicht machen soll. Für die Menschenkinder, die ganz ungeduldig sind, die wollen natürlich, dass es schnell geht. Und die halten ihren Feuer, ihre Stockbrot schön in die Flamme. Und was sehen wir hier schon, wenn man das macht? Es ziehen sich so hellbraune Schlieren überall. Das wird zwar auch schon braun, aber hier kann man ich kann noch mal ganz nah an die Kamera ran, so sieht das aus. Und das heißt, wenn ich hier da reindrücke, dann ist es einfach schmutzig, staubig, schmeckt nicht und ist auch noch ungesund. Ja, und deswegen wenden wir uns Johannes zu, der das richtig macht. Okay, genau. Jetzt ist das Stockbrot überall schön gebacken. Jetzt können wir das abmachen. Und wenn es ordentlich durch ist, dann kann man das ganz gut und einfach noch ein bisschen heiß. Auch ein bisschen heiß. Es ist super, So. super heiß. Genau, jetzt haben wir es hier abgemacht. Und jetzt kann man es schon essen oder noch verzieren, indem man Messer und An ganz guten Tagen gibt es manchmal bei uns Nutella. Ganz gut. Genau. Ich schneide das manchmal vorher noch einmal auf, so ein bisschen. Mache so einen kleinen Schnitt drin, dann kann man das Nutella ganz reinfüllen. Läuft jetzt da rein. Ja, Genau, und jetzt kann man es essen. super. Genau. Das war ein Serviervorschlag für unser Stockbrot. Manchmal nehmen wir Marmelade, manchmal machen wir andere Sorten vom Stockbrot. Da haben wir Zwiebeln drin, wir haben manchmal Käse da drin. Ich denke mal, das haben wir heute hier Zucker genommen oder in dem Teig. Ich war nicht dabei, als ich den Teig gemacht habe. Genau. Unsere sind in der Regel etwas süßer. Und deswegen passt das mit dem Nutella gerade super. Ja. Und wenn es richtig gut läuft, dann, Johannes, was passiert dann nach den Ferien? Dann können wir vielleicht das schon wieder mit euch Stockbrot machen. Das wäre doch cool. Gut.
In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit und sagen Auf Wiedersehen. ciao. Ciao.